Buschcamper ist noch relativ neu, euch gibt es seit 2 Jahren, aber du hast ganz viel Erfahrung. Seit 15 Jahren. Das ist das Basisfahrzeug. Es hat eine Durchlademöglichkeit. Das kannst also wirklich vom Wohnbereich, kannst du in den Fahrzeugbereich einfach durchgehen? Ja, das ist so ein Notdurchstieg, wo man hat, einfach um sicherheitstechnisch von hinten nach vorne zu kommen, loszufahren. Explizite Schalter hast du gewählt, das hat einen Grund. Ja, Kfz-Sicherheit. Also die funktionieren immer. Die Schalter an, aus und es funktioniert. Und du bist auch, ich sag mal, auch Kfz-Mechatroniker. Ja. So, mach mal aus den Schalter von der Pumpe. Cool. So, das wird das Startfoto. So viel kann ich hier sagen. Eins der besten Reisemobilkonzepte, wenn man entweder zur Eisdiele damit fahren möchte oder in die weite Welt. Denn der Toyota Hilux gehört gerade mit der 2,8 Liter Maschine zu den gefragtesten Zugfahrzeugen für Wohnmobile auf der Welt. Er hat auch ein bisschen, ich sag mal, mittlerweile den bekanntesten abgelöst. Es geht ja auch um Motortechnik. Es geht um die Möglichkeit, natürlich in Länder reinzufahren, bei denen das Thema Abgasreinigung auch abgeschaltet werden kann, wo das auch zulässig ist. Und da gibt es Lösungen, so viel kann ich sagen. Und es gibt eine Ausbaufirma, die im Fränkischen sitzt, die ich sag mal, eine Verfügbarkeit bietet, Fahrzeuge hat und dieses wunderschöne Fahrzeug hier gebaut hat, wo die Leute wirklich schon von der ganzen Seite gucken, was ist das denn? Du bist die? Sandra, hallo. Hallo Sandra, ja. Du bist die Schwägerin vom? Julian. Hallo Julian, die Sandra, die arbeitet bei dir. Ihr seid eine kleine Manufaktur, um die 10 Leute? 10 Leute, genau, momentan. So, du hast viel Erfahrung. Das Fahrzeug ist für Weltreisen konzipiert. Das bedeutet, es hat ganz viele Extras nicht ganz bewusst. Es hat zum Beispiel kein LED-Licht. Stimmt, weil es einfach überall reparabel ist. Das ist wichtig. Also wenn man das Ganze jetzt sieht und sagt, okay, die Ausstattung, die ist so gewählt, dass sie weltweit repariert werden kann. Es hat aber die wichtigsten Features mit drin, wie zum Beispiel ein Automatikgetriebe. Gibt es auch, selbstverständlich. So habt ihr drin. Es hat eine Geländegängigkeit, die ist wirklich ganz, ganz klasse. Wir filmen heute auf der Abenteuer Allrad. Ihr seid extra hergekommen, 18. Juni 2022. Das Ganze ist ein Hochdachkonzept. Es kann aufgestellt werden und die Farbe ist natürlich in der heutigen Zeit absolut ein Muss und sie ist auch nicht so ganz so, ich sag mal, ganz so martialisch, oder? Richtig. Also RAL-Farben überhaupt kein Thema, alles was gibt, aber das hat sich etabliert. Würdest du sagen, dass man eine Steinschlag-Schutzfolie auftragen sollte? Auf jeden Fall. Bei den Reisen definitiv und ist auch aufgetragen. Ist aufgetragen, die ist drauf? Auf den B-Säulen, also auf den B-Säulen ja und der Rest ist eigentlich unberührt. Kann man wieder aufbereiten, je nachdem. So, das Thema Buschcamper ist noch relativ neu, euch gibt es seit 2 Jahren, aber du hast ganz viel Erfahrung. Seit 15 Jahren. 15 Jahren. Du hast den komplett selber gebaut? Ja, alles. Jedes Teil selber gebogen, selber in der Hand gehabt und zusammengeschraubt. Made in Franken, korrekt? Richtig. So, das ist das Basisfahrzeug. Es hat eine Durchlademöglichkeit. Das kannst also wirklich vom Wohnbereich, kannst du in den Fahrzeugbereich einfach durchgehen? Ja, das ist so ein Notdurchstieg, wo man hat, einfach um sicherheitstechnisch von hinten nach vorne zu kommen, loszufahren. Ihr habt relativ viel Ausstattung jetzt hier eingebaut. Das ist ein Schalter? Ja, das ist ein Schaltgetriebe, 6-Gang, gibt es auch als Automatik und 2,8 Liter Maschine. So, das ist der Ladebooster oder was ist hier eingebaut? Das ist die LPS, also Verbraucherbatterie. Die Verbraucherbatterie? Genau, kann man hier steuern. So, die Verbraucherbatterie ist die Aufbaubatterie, kann man das sagen? Ja, kann man sagen. Das heißt, du kannst sie vorne an- und abschalten, du kannst sie deaktivieren? Exakt, wenn ich aus dem Fahrzeug aussteige, einfach ausschalten und dann werden keine Verbraucher mehr gezogen. Das Ganze ist weltreisetauglich. Das hat eigentlich mit normaler Wohnmobiltechnik nichts zu tun. Du kannst damit über Stock und Stein fahren, allein die Bodenfreiheit. Ist das Serie? Nein, höher gelegt, 50 vorne, 70 hinten Millimeter. So, das erste Video, muss man dazu sagen, muss ich dich ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Er macht das gut? Er macht's gut, oder? Ja, super. So, hier vorne, was ist das hier, so ein Windschutz? Ja, genau. Das ist ein sogenannter Windabweiser, um einfach die Scheiben offen zu lassen, zum Beispiel nachts, um die Zirkulation im Fahrzeug zu gewährleisten. Okay, das heißt, du kannst sie auflassen, wenn es regnet, dann regnet es nicht rein? Exakt, oder halt beim Fahren super angenehm. So, das Fahrzeug selber, das gibt es weltweit eigentlich, den Hilux? Ja, 17 Millionen Mal verkauft. Das ist mit einer der meistverkauftesten Geländewagen schlechthin. Ja, das ist so. Ich meine, wenn viele an Toyota denken, dann denken die an ein anderes Fahrzeug. Aber du sagst, ich glaube, es wird demnächst auch gar nicht mehr gebaut, oder? Doch, der Hilux schon. Also deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, diese Fahrzeuge zu vertreiben, umzubauen. Also ich meinte jetzt der Land Cruiser, an den viele denken, oder? Ja, genau. Genau. Land Cruiser, der stirbt aus. Das sind die letzten Dinosaurier. Und deshalb auch Hilux.
So, GFK, Glasfaser, verstärkter Kunststoff. Das Ganze gemischt mit Aluminium. Die Kanten sind alle aus Alu. Exakt. Die Steifigkeit, du würdest sagen, wenn da jetzt mal ein Ast kommt und du hast mal Feindberührung, was passiert dann? Ja, dann hat man ein Loch, aber das kann man weltweit reparieren lassen. Bootsbau gibt es überall, deshalb auch reparabel das Ganze aus GFK. Ausbesserungsfähig. Das Ja, ist so ein das- Handwaschtank. Ja, genau, kann man sagen. So, Frontrunner, das kennt man ja aus Südafrika. Glaube ich zumindest, Frontrunner. Ja, Südafrika, richtig. So, Sandbleche sind hier mit dran. Du hast Airline-Schienen direkt auf die Seite aufgebracht. Unten drunter ist ein Quadratrohrrahmen aus Aluminium zur Stabilität. Das heißt, die Belastbarkeit hier, was kann man da machen? 100 Kilo ungefähr. Das ist da. So, dann hast du ganz viele Staufächer. Die Watttiefe hier bei dem Auto realistisch? Original 700, hier sind wir bei fast Windschutzscheibe Oberkante. Windschutzscheibe, Oberkante. Genau, also da wo der Schnorchel aufhört, da kann man mit ins Wasser fahren. War ich auch schon. Was ist mit Sand? Also wenn ich jetzt sandreiche Gebiete habe? Einfach hinterherfahren und den Schnorchel nach hinten drehen. Das ist ja der Vorteil eben bei den Schnorchel, dass man den Ansaugbereich nach hinten drehen kann. Das geht. Das geht. So, das heißt, der saugt ja nicht direkt den Sand an. Sondern einfach nur Venturi-Effekt technisch die Luft. Das heißt, da könnte man aber jetzt, ich sage jetzt mal auch mal, einen Sandfilter können wir noch extra einbauen, wenn es dann kommt. Auf jeden Fall. Wenn jemand sagt, sandtechnisch, dann kommt oben drauf ein Zyklonfilter, ist auch möglich. So. Interessant ist der Preis, also fix und fertig, made in Germany mit der kompletten Ausstattung liegen wir speziell bei dem Modell, wo geht es ungefähr los? Bei 140.000. 140.000. Ja. Und der, wie hier steht? 140.000. 140.000. Ja. Das heißt, dabei ist auch schon die Markise hier. Ja, Markise ist dabei. Aufpreis kostet letztendlich das Basisfahrzeug mit Automatik, Getriebe und 204 PS. Ungefähr Also- wie viel? Was kostet der mehr? 8.000 Euro. Kostet mehr. Mehr Automatik. Ich sag mal, deine Empfehlung hängt das davon ab, wie ich fahre, weil Automatik Ja, definitiv. auch den Vorteil hat, dass du also immer Leistung hast, also auch keinen Abriss, wenn du irgendwie mal Gelände fährst. So ist es. Oder halt auch einfach der Motor nicht ausgeht. Das ist wichtig wegen den Bremskraftverstärker. Das funktioniert tadellos. So, hinten sehr gelungen. Die Leute bleiben hier stehen. Abends. Ist das schon passiert? Ja, immer. Jederzeit. Also wir sehen es ja hier. Die Leute schauen einfach und sind wissensgierig. So, was hast du jetzt anders gemacht als viele andere? Also wenn wir das gleich mal schließen, das können wir ja mal machen. Die Klappe, Ja. die hast du selbst gebaut. Das ist Fahrzeugtechnik, oder? Genau. Also ich habe hier eine doppelte Dichtungsebene. Das heißt, das ist staub- und wasserdicht, das Ganze. Ich habe hier eine Hohlkammerdichtung. Eine Dichtung und hier ist die Flächendichtung. Ah, das kenne ich So. vom VW-Bus. Wenn du da die Seitentür hast, hast du so zwei Dichtungen, damit es Exakt. innen drin auch nicht schmutzig wird. Ja. Das hier rundum laufend. So, und die ist auch wasserdicht, sagst du. Die ist wasserdicht, ja. Staub- und wasserdicht. So, wenn du die mal gerade schließt, mach Ja. mal bitte so, dass das Fliegengitter noch, pass auf, Ja, das funktioniert. funktioniert. Ja. 3 Riegel, also höchste Sicherheit. Ah, zeig mal bitte. Auf beiden Seiten. Ja. Stahl. Ja, natürlich. So, jetzt ist er zu. Das heißt, du kannst das Fliegengitter auch so lassen, das tut ihm nichts. Überhaupt Erstmal. So, das ist auch magnetisch. Hinten die Fenster, Seitsfenster, auf Wunsch Echtglas, kann man Ja, das kriegen? selbstverständlich. Haben wir outbound, haben wir im Programm und sind lagernd. Das ist da. Und dann das Kennzeichen sehr hoch. Ja, richtig, weil ich muss einfach abwägen. Wo mache ich das Kennzeichen hin? Optimale Position. So, und dann ganz wichtig, ganz viele normale Schlösser. Das heißt, wir haben hier keine Campingschlösser oder Nein. sowas. Abus, Zylinderschloss. So, wenn ich das Fahrzeug verschiffe, kann ich die Kabine hinten abschließen? Kann ich Ja. die trennen auf Wunsch? Exakt. Auf Wunsch überhaupt kein Problem. Das geht. Ja. So, die Markise, Aufbaudauer, was denkst du? Circa 1 Minute. Mach mal bitte. Dass wir das Okay. mal sehen, Ja, denn gerne. ich sag mal, das ist natürlich ein großer Hit. Die ganze Fangemeinde hat ja normalerweise freitragende Markisen, aber hier hast du natürlich den Vorteil, dass du das Ganze nochmal abspannen kannst. Genau. So, ihr habt viele Anfragen, Moment. Ja, viele Anfragen, doch. Sehr viel Interesse. Er ist ziemlich aufgeregt. Wahrscheinlich das erste Video, was wir gemacht haben. Ihr seid ja von weit hergekommen. Ja. Aber ihr seid so stolz drauf. Der ist gerade erst fertig geworden, oder? Der ist erst fertig geworden, ja. Das ist ja krass. Du warst so schnell, ich konnte dir gar nicht folgen. So, das heißt, du klappst die ein, du kannst sie drin lassen, die Stangen. Die Stangen, ja, die kann ich drin lassen. Bajonettverschluss. Hier wird jeder Segel separat gespannt und eingerastet. Warte, ich zeig das mal gerade. Das ist Rhino Rack. Und das Ganze kommt dann wahrscheinlich in eine Tasche rein, oder wie läuft das? Ja, eine Sackmarkise. Eine Sackmarkise. Das Heckleuchtendesign, da bin ich eben hängen geblieben. Ja. Das ist toll, aber du kannst nicht jede Heckleuchte verwenden, oder? Nein, also ich habe Spezialheckleuchten. Genau. Alles EG-konform, funktioniert
TÜV abgenommen. Wichtig ist das Thema natürlich Motorsteuerung. Die Leute sind ja oft in Ländern unterwegs, wo das Thema AdBlue vielleicht ein bisschen mangelbarer ist. Ja. Das ist, ich sag mal, eine europäische Sache oder jetzt in Amerika kommt es immer mehr und mehr, aber jetzt unten jetzt in Afrika? Schwierig. Also das Fahrzeug fährt mit AdBlue ohne Probleme. Solange es da ist, fährt das Fahrzeug. Wenn nicht, muss man eben technische Änderungen machen, damit es funktioniert. So, hier ist die Alpine, die mit drin ist. Das haben wir eben schon gezeigt. Wenn du mal so nett bist, mach mal auf. Ja. Guck mal rein. Deine Schwägerin hat mir eben schon gezeigt, da unten ist der Abwassertank. Das ist ja auch pfiffig. Das war auch so gedacht immer? Oder? Nein, nee, das hat sich so ergeben letztendlich. Also wir haben, zuerst braucht man einen Anfahrschutz, ja, wegen der europäischen Norm. Das heißt 55 cm vom Boden weg. Und das haben wir hier durch erreicht. Dann einmal eine Trittstufe, dass man leichter einsteigen kann. Okay. Und jetzt noch einen Abwassertank. Du hast es selber gebaut? Ja, selber gebaut und konzipiert. Okay, das war auch die Idee. So, mach mal auf bitte. Das Fliegengitter ist natürlich Pflicht, das ist magnetisch. Ja. So, das Design ist jetzt total grau, also das ist natürlich ultra zeitlos, oder? Extrem. Individuell kann man das Ganze umsetzen und dementsprechend auslegen. So, oben ist jetzt nochmal ein Sichtschutz mit drin. Aus was sind die Möbel gebaut? Birkesperrholz. Pulverbeschichtet mit Gegenzugfolie. So, wir gehen am besten gleich mal rein. Komm, wir machen das mal, denn das Raumgefühl innen. Ja. Die Stehhöhe ist enorm. Ich zeige das mal gerade. Ich bin 1,83. Du bist auch knapp 1,80 Meter oder ein bisschen größer? 1,80. 1,80. Wenn du mal kurz reinkommst, mach mal. So, auch der Klassiker, eine Autotherm drin. Ja, genau. Momentan einfach, es funktioniert. Einschalten, funktioniert. Das ist so. Also das ist eine Luftstandheizung, die mit drin ist. Die geht auf Diesel. Das heißt, auch das ist von dir eingebaut. Auch Exakt. Da, ich sag mal, legst du höchsten Wert drauf, dass wenn die Leute wegfahren, Prüfung, wenn dir die Fahrzeuge übergibt, wie werden die jetzt getestet? Das Fahrzeug wird bei uns 10 Tage im Vorderrhein getestet. Also komplett. Alles, ja, natürlich. Es wird täglich benutzt und ungefähr 6 Stunden laufen gelassen. Ob es der Kühlschrank ist, die Standheizung, der Boiler, wird alles getestet. So, und das ist Face-to-Face-Sitzgruppe. Das Ja, heißt, das genau. Besondere hierbei ist bei dem Grundriss, dass du die, ich sag mal, Bettbreite komplett nutzen kannst. Du kannst, während das Bett ausgefahren wird, das können wir gleich mal zeigen, kannst du hier drin sitzen bleiben und hast immer einen Platz frei, oder? Ja, so ist es. Ich kann oben schlafen, unten schlafen. Das ist individuell anpassbar. So, Anzahl der Personen, denkst du, ein gutes 2-Personen-Fahrzeug? Auf jeden Fall. Ich kann unten schlafen. Vollwertige Schlaffläche habe ich unten von ungefähr 1,10 Meter auf 1,95 Meter. So, ein Kompressorkühlschrank von Carbest. Der Stromverbrauch von dem ungefähr? Das sind 50 Watt. 50 Watt ungefähr. Solar, was hast du am Dach? 300. 300. Ja. Das heißt, in den Ländern, wo es hingeht, kriegst du den Kühlschrank, glaube ich, nicht dazu. Überhaupt nicht. Können wir da mal schauen. Ich habe hier ein System verbaut, das rechnet alles aus und ich kann das nachvollziehen. Gut, alles ist sehr reduziert. Das heißt, also wenn du jetzt hier zum Beispiel vom Büttner alle Füllstandsanzeigen und so weiter sind dediziert nochmal ausgeführt, keine Bussysteme, explizite Schalter hast du gewählt, das hat einen Grund. Ja, Kfz-Sicherheit, also die funktionieren immer. Die Schalter an, aus und es funktioniert. Gut, du bist auch, ich sag mal, auch Kfz-Mechatroniker. Ja. So, mach mal aus den Schalter von der Pumpe. Cool. Und sogar ausziehen. Über dem Boiler gerade sehr heiß das Wasser. Haare waschen. Was ist da für ein Boiler drin? Ein Puntmann-Boiler, 9 Liter. Mit, der hat auf 12 Volt 200 Watt Verbrauch. Oh, ich zeig's mal gerade. Da sind nochmal Schalter drin. ASB, was ist das? Arbeitsscheinwerfer. Also einmal fürs Heck. Okay. Habe ich hier Arbeitsscheinwerfer, einmal Linienlampen, einmal die linke Seite und die rechte Seite. Und LED in der Heckklappe. Hier oben quasi für den Heckbereich, auch Duschzelt oder Duschbereich genannt, habe ich nochmal 2 LED-Beleuchten. Boah, ich habe schon richtig Bock, mit dem wegzufahren, wenn ich ehrlich bin. Du hast eine Taschenlampe fest verbaut hinter dir. Ja, hier. So, mit Ladegerät drin. Exakt. Lithium. Das ist cool. Hier ist nochmal ein Halter für das Wichtigste. 2 Weingläser. Du hast Wein mitgebracht, habe ich eben gesehen. Ja, habe ich auch, natürlich. Könnte Rotwein, dazu. was hast du geholt? Weißwein. Weißwein. Ja. So, die Gewürze sind da. So, dann hast du Stauboxen an jeder Ecke. Auch die Stauboxen sind so ausgelegt, dass also ganz harte Geländefahrten, du kennst das ja selber, man sollte vielleicht den Luftdruck bei den Rüttelpisten ein bisschen runterlassen. Auf einem Bar circa. Auf einem Bar. Ja. Ist das ein Problem an den Reifen? Überhaupt nicht. Nein. Die sind dafür ausgelegt.
So, und der Tisch, der kann auch weggenommen werden. Ja. Ist das schwer? Ja, nein. Der wird verstaut und zwar habe ich hier einmal, ich gehe mal vorbei, dann geht's Warte, einfacher. mach mal grad. Den Tisch, der ist toll, den kann ich einfach nach hinten schieben. So, das heißt, ich habe hier die Schiene am Aufbau, schiebe die nach hinten und kann den auch dann eben face to face, wie du schon gesagt hast. Warte, zeig mal. Einmal nach hinten, zack. Hi. So. Geht auch stabil. So, das finde ich schon mal cool. Der geht überall hin. Mit dem kann ich arbeiten, mit dem kann ich Gewürze und Gemüse klein schneiden. Das geht alles funktionell. Hier habe ich einmal den Tischfuß, einmal den Tisch an sich. Tisch weg. Genau, und den kann ich verstauen eben hier oben. Das sind Schienen verbaut. Ach, der hat einen festen Platz. Ja, der hat einen festen Platz. So. Schiebe ich nach vorne, einmal arretiert, dann ist er da vorne fest. Warte, ich zeig's mal gerade. So, damit, wenn irgendwas passiert, auch nicht irgendwas kommt. So, der hat auch einen festen Platz. Schlagzeuge, auch den Tischfuß einfach dahinter stecken, auspolstern, da hört man nichts mehr. So, da hast du Leselampen mit drin. Was ist das da für ein Schalter, LED-Dach? Ja, für die Dachleuchten hier oben. Ah, die oben drin sind. Ja. Okay, das ist jetzt die Zeltvariante. Hast du auch vor, mal eine feste Variante zu bauen? Nein, das ist einfach vom Verschiffen her. Also containertauglich auf 2,55 Meter einfach. Das ist ein Thema, gell? Ja, die Höhe beim immer. Container. Immer. Ja. Kunde ruft an, fragt nach Fahrzeug und gleichzeitig nach Containertauglichkeit, ja. So, hier hast du was ganz Tolles entwickelt. Die Schränke, hast du die selber genäht oder ist das gleich aus der Fertigung? Das ist aus Fertigung und die sind so ausgereift einfach. Genau, wenn du mal gerade mal einen aufmachst, nehmen wir an, hast du Demomaterial drin. Ja. Bisschen ausgepolstert, Genau. dass man das Oben, sieht. unten. Hier habe ich die Isolierung für Die das Fenster. Dachzelt. Ah, Kann man okay. komplett isolieren oben. Das heißt, das Thema Skifahren, das würde gehen hier mit dem Auto? Bis minus 27 Grad. Auf dem Nordkap erprobt. Tatsächlich mit Standheizung kann das Dach bei oder das Fahrzeug bei minus 27 Grad belebt werden. Habe ich eh schon gemerkt. Also ich war mal im Norden und ich hatte einen VW T6 dabei mit einem Aufstelldach von SCA und habe dann einfach nur mal eine Decke dran gehangen. Auf Ja, einmal wurde es warm. ja, Aber hier das mit so einem stimmt. Thermoelement, da geht es natürlich... Und es ist exakt zugeschnitten. Exakt. Hier habe ich die Befestigungen, T-Nax-Knöpfe, wie man sie kennt, eben aus dem Campingbereich. Und die klicke ich einfach hin. Das geht auch ruckzuck. Ne? Ich Sag mal. Ja. Oh, das ist deine Seite. Ja, ich komme. Einmal Platz tauschen. Einmal Platz tauschen. Genau. Nichts aus Zucker, ich kann überall draufsteigen. Übrigens, alles massiv gebaut. Das ist ja 6,9 mm Bürgersperrholz mit Tanksmaterial. Ich steige hier oben drauf. Einmal, zweimal. Und vorne. Jo. Boah, es geht wirklich schnell. Und das auch hier auf der Seite, auf der Es anderen. geht überall. Das ist eigentlich Es sind sehr schnell aufgebaut. 3 Teile dann, oder? Es sind 3 Teile. So, und da kommt dann ein Reißverschluss dran. Ja. Da werden die miteinander verbunden. Genau. Und oben, du könntest immer noch lüften über das Dachfenster Über das dann. Dachfenster, richtig. Das Aufstelldach selber, ist das eine Eigenentwicklung, die du gemacht hast? Ja, also mit dem Thielerband, das hat sich etabliert einfach über die Jahrzehnte, 20 Jahre über das gebaut und ist einfach stabil. Man kann rangieren, das Fahrzeug in die richtige Richtung stellen, das geht alles. Ja. Toll. Nee, ist okay, ich habe es verstanden. Ja. So, die Polster, automotive Qualität, das heißt also auch Langlebigkeit, da ist jetzt so ein Mikrofaserstoff, oder? Genau, das ist Mikrofaser in Alcantara-Optik, doppelt gesteppt. Das heißt, hier noch einmal zusammengenäht, dass sich auch nichts verschiebt von dem Polster und das kann ich rausnehmen und waschen dementsprechend den Bezug. So, ist Lithium hier eingebaut? Ja, Lithium ist eingebaut. Wie viel ist drin? 160 Ampere, 60 Ampere Ladebooster und 50 Ampere Ladegerät. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. So, also Face-to-Face hast du mit drin. Also ich habe das schon richtig verstanden. Meistens geht es in den Süden hier, es kann aber auch in den Exakt. Norden gehen. Funktioniert tadellos. Ja. Und das mit dem, das haben viele Leute immer so als Manko empfunden. Aber du sagst hier, mit der Isolierung ist es überhaupt kein Thema. Ich habe doppelte Rücksprache mit Kunden gehalten bei minus 27 Grad. Einer war minus 25, der andere ist minus 27, überhaupt kein Problem. So. Was eingefroren ist, haben sie gemeint, war eben im Hinterbereich. Sie hatten Wasserflaschen drin, die sind eingefroren. Der Rest war bei minus 27 Grad optimal temperiert. So, sehr schön. Du hast eine Trenntoilette drin. Ja, Ganz wichtig, zeig mal. Trillino. ja, exakt.
Ja, das ist übrigens ein System, das kann ich mittlerweile auswendig erklären. Ich habe Das glaube ich. Ich habe das, Weil es Sinn macht auch. ja, ich habe das Video gedreht mit dem Chef von Trellino, der war bei mir. So, vorne kommt das Pipi rein, hinten gibt es Tüten, die sind verrottbar. Exakt. Das ist das Ganze. Und dann gibt es ein spezielles Streu, da ist immer so ein Testkit mit dabei. So, das ist die kleine Toilette und die passt auch und das funktioniert richtig gut, das Die System. L sogar. Also, ja. Die L-Version 35 cm und die passt optimal hier rein. Also das ist kein Spielzeug. Nein, das funktioniert. Funktioniert. So, es riecht auch nicht, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Das heißt, wenn man das Ganze trocknet. Also ich bin ein ganz großer Fan jetzt von Trenntoiletten geworden. So unten drunter, was hast du da? Besteck? Hier einmal Besteckfach und einmal noch die, also das Induktionskochfeld, weil ich koche hier mit Induktion innerhalb vom Fahrzeug, kein Gas. So, und das ist natürlich bei der Leistung, die du hast, plus Solar, kein Thema. Ich muss dazu sagen, Induktion ist so schnell, dass Ist tatsächlich so. ich kann ja zusätzlich noch, ich sag mal jetzt einen Kartuschen-Gaskocher kann ich noch anbringen. Hab ich auch Den nehme ich dabei mit, draußen. hast du auch dabei. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nudeln koche über eine halbe Stunde, das ist kein Thema. Achso, du hast gerade angemacht. Genau. Ach, das ist goldig, das Feld. Ja, aber trotzdem für innen reicht es vollkommen aus. Ja, du kannst mit rausnehmen. Das ist ja Exakt. Also innen koche ich ja letztendlich keine 3 Sterne, sondern ich erwärme etwas. Ja, also von daher ist es ausreichend. so, hier ist eine Box drunter. Was ist da? Der Frischwassertank? Ja, 117 Liter sind hier. 117 Liter. Ja, 117 Liter. Das ist ja mal eine Ansage. Ja. Weil die meisten VWs und so haben so 30, 40 Liter. 117. Wichtig, Expeditionsfahrzeug, da soll man einfach schauen, dass man genug Wasser dabei hat. So, da vorne ist die Ja. Autotherm mit drin. Genau. Dann die Pumpe, was hast du verbaut? Escolati. Also das ist wirklich das ist eine Firma aus Italien, die produziert den Tank und die Pumpe. Wenn man die auseinanderbaut, die kann man redundant auch selbst warten. Druck. Ja, Druckpumpe, ja. Ich habe mal eine Druckpumpe gebaut. Da gibt es so Lamellen drin, die kann man selber reinigen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn du unterwegs bist, oder? ja, unbedingt, vor allem Expeditionsfahrzeuge. Selber reinigen, selber zusammenbauen und es muss wieder funktionieren. So, überall Nieten. Das Thema Klar. Klappern, das ist ja das, was die Leute am meisten nervt. Wie Ja. gehst du damit um? Du hast die Druckverschlüsse. Genau, ich habe die Druckhebelverschlüsse hier und sonst alles ist eigentlich sehr, sagen wir, kompakt gebaut. Deswegen sind es auch immer einzelne, ja, da fällt auch schon was entgegen, ja. Aber man kann es einfach ausstatten, wie man möchte. Entweder man nimmt Euroboxen, Stauboxen oder man nimmt solche Behälter, die kann ich dann dementsprechend so zusammensetzen, dass es auch passt. Okay, also ich zeige es nochmal. Hier sind die Schränke Ja. mit drin. Autotherm hast du mit drin. Hier ist die Leselampe mit drin, die ganz wichtig ist. Du hast ja eine LED-Markise, du kannst auch regeln, du kannst auch dimmen. Dimmen, genau. Hinten ist der Dimmer, wie man sieht. So, wir drehen übrigens gerade bei Original 38 Grad im Schatten. Ja. Das ist, glaube der heißeste Ja. Tag im Moment in Deutschland. Das stimmt. Zieh mal gerade bitte das Bett raus. Wie geht das? Gerne. Boah, und es passt. Ja, ja. 2,30 Meter auf 1,55 Meter. So, Schlafkomfort, ich glaube das Allerwichtigste. Ihr habt so lange Probe gelegen, hast du mir gesagt. Ja. Ihr habt so viele Matratzen ausprobiert. Genau. Ihr habt jetzt was gefunden, wo also selbst Leute, die nicht so gut schlafen, ja, ich meine, ist ja nicht jeder irgendwie Yogamattenkünstler. Das ist ja. Ja. Ja, da haben wir lang gesucht, aber optimal, ich sag mal, jetzt die Lösung gefunden, auch abgenäht in der Mitte. Das heißt, man könnte sogar seine eigenen Zonen schaffen. Links und rechts, ja, sind separate Matratzen, die kann ich drehen. Sind Wendematratzen, einmal weiche Seite, einmal harte Seite. Beides. Ja, immer. Okay. So, der Und Schrank. der Vorteil ist jetzt auch bei dem Modell, ich kann halt einfach, wenn das Bett aufgebaut ist, ja, kann ich hier sitzen. Ja, das ist so. Das heißt in der Lounge-Position, wenn du jetzt mal bist. Es kommt aber noch viel besser. Du hast ja hier das Face-to-Face, was du hast, und das hat Ja. keine Höheneinschränkung. Exakt. So, dass wenn du hier sitzt und du Ja. bist jetzt so am Chillen, guckst es mal hier raus. Hier vorne sind die Elefanten. Dann kannst du da Genial. rausschauen. Ja. Cool. So, durchlüften geht. Aber das Coolste finde ich hier oben das Dachfenster für die Sterne. Finde ich auch gut. Mit Isolation und Verdunklung nochmal zusätzlich eben abgedeckt. Ich habe einmal Fliegennetz. Ja. Das Eis ein bisschen anders. Das muss ja auch funktionieren auf Rüttelpisten. Ja. Ja. Und dann ist die Isolation oder halt Verdunklung. Das ist Wärme und Kälte, gell? Ja, Wärme und Kälte. Oh, ich glaube, am heutigen Tag, da hast du keine Chance, egal was du machst. Und du kannst es komplett aufstellen? Ja. Und das Beste ist, man hört es. Also ich kann es nach hinten einfach umklappen, ohne dass was kaputt geht. Das ist massiv gebaut. Okay, cool. So, jetzt habe ich die Sterne. Und jetzt merke ich, es wird kühler. Ja. Zirkulation, Schornsteineffekt.
spürt man sofort. Du hast ein spezielles Netz gewählt, das muss man fairerweise sagen. Das ginge gröber, aber Ja. es geht in Gebieten rein. Das hier ist dieses ultrafeine Netz, was du drin hast. Ja. Ich glaube, es gibt so Stechmücken, die können hier nicht mehr durch, oder? Genau, die CC-Fliegen. Die sind extrem klein, die Malawi-Fliegen, und das ist schon so gewählt, dass es passt und man nichts mehr ergänzen muss. Obwohl, man kann es auch selber tauschen. Also ich habe hier extra eine Keder-Leistenvariante gewählt. Das heißt, man kann den Zellstoff selbst tauschen. Okay, also falls mal irgendwas dran ist, ich kann Ja. ihn auch reparieren lassen, kann Bestellen. ihn abnehmen. Oder bestellen bei mir und ich schicke ihn weltweit. So, das Bett, die Bettgröße, das hat sich bewährt. Also ich denke, viel größer geht es kaum. Ja, das sind 2,30 Meter Länge mal 1,55 Meter Breite. So, baust mal zurück, bitte. Ja. Kann ich das Bett im Fahrbetrieb zurückgebaut lassen? Das geht. Ja, das funktioniert. So, das heißt, ich mache jetzt einmal die Dachluke. Das Dach ist auch begehbar übrigens. Das heißt, wenn wir das Ganze runterstellen, Echtglas? können wir rausgehen. Ja. Echtglas, die Luke. Ja, Echtglas. Und ich kann sowieso rausgehen. Also ich kann aus dem Fahrzeug steigen und kann meine Stühle hochstellen oder kann einfach für Panoramafotos nach außen gehen. Okay, ich kann aufs Dach wirklich stehen. Ja, das geht. Machen wir geht. noch. Jo. Dachlast dynamisch, was kann der? Dynamisch sind wir bei 180 Kilo. Circa. Ja, So, dann machen wir noch schnell die Verdunklung weg, genau. Machen wir noch weg. bevor... Boah, da hast du wirklich was umgesetzt. Du machst das Ganze ja schon ewig. Ja, exakt. Hast das tollste 18 Wetter Jahren. ausgesucht für den Dreh. Heute ja. Man sieht, man kann es auch zurückbauen. Genau. Man kann über draufsteigen. Da ist es. Und das wird dann verstaut in den Seitenfach. So, das schenken wir uns jetzt mal. Aber sag mal hier, der eine Schrank, der hier drin ist, bevor wir den noch vergessen. Was ist da drin eigentlich hier, in dem unteren, Hier? links? Kann man sich aufteilen. Also hier sind normal Töpfe, Pfannen, Geschirr. Das wird hier verbaut. Kann ich auch mit Zwischenböden einfach in die Konstellation setzen, wie es der Kunde haben möchte, je nachdem, was er für Utensilien auch dabei hat. Das zum Rausnehmen. Das Ganze ist, ich sag mal, am Platz versehen. Zuladung hier, ich meine, das ist ja immer so ein Thema. Du hast einen 500 Aufbau. Kilo. 500 Kilo. Ja. Ich habe den aufgelastet, den Hilux, auf 3,5 Tonnen. Ja. Original 3210 Kilo, weil einfach sicher. Wir haben ein Leergewicht von 2850 Kilo circa. So, ihr habt einen eigenen Partner in der Schweiz, der kümmert sich um das Thema Zulassung, Homologation. COC oder Einzelabnahme, was hast du? Einzelabnahme. Einzelabnahme. Ja. Wenn ich ihn in Deutschland kriege ich das wahrscheinlich in Spanien auch zugelassen? Sind wir dabei? Seid dabei. Ja, wir machen eine kleine Serienzulassung. Kommt. So, du hast viele Fahrzeuge bestellt, du kriegst jeden Monat 2 Stück, Exakt. die jetzt kommen. Du setzt voll auf den Hilux. Das ist so der... Ja, weil das halt einfach der repräsentative Fahrzeug ist. Ich bekomme das Fahrzeug weltweit, bekomme ich es repariert und das macht schon Sinn. Die Technik ganz modern, auch ein Megathema. stabil. Stabil. Ja, Also es ist kein Spielzeug, der Hilux, oder? überhaupt nicht. Ja. Ja. Der ist ja oft so, als Streichel-SUV geht er ja durch unter den alten Hardcampern, die dann sagen, hey, das muss aber jetzt der Landcruiser sein oder so, ja. Ja, aber wenn man damit fährt und weiß, was er kann und weiß, was er auch macht, das sind einfach neu entwickelte Details, die muss man selbst erfahren. Okay, das machen wir gleich mal, steigen wir gleich mal rein. Automatikmodi, Sperren hat er alles? Ja, der hat einmal die Mitteldifferentialsperre, also sowieso zuschaubbaren Allrad, Mitteldifferentialsperre und eine Heck, also Achsdifferentialsperre hat er auf den hinter. Okay. Also das heißt, also nach deinen Fahrkünsten sagst du, wenn jemand ein bisschen fahren kann, kommt er überall mit durch? Auf jeden Fall. Cool. Die Gewichtsverteilung, wichtiges Thema, sollte ja möglichst tief sein. Wie hast du das gelöst? Indem ich einfach die Komponenten abgewogen habe und habe sie platziert. Also links und rechts. Links sitzt der Kraftstofftank, der hat insgesamt mit Tank hat er ein Gewicht von ca. 170 Kilo. Ja? Und rechts habe ich dann die Komponenten verbaut, wie Wassertank, 117 Liter, den Kühlschrank. Und das amortisiert sich so, dass ich dann unterm Strich plus minus 10 Kilo rauskomme. So, Sie sind Außendusche, ganz wichtiges Thema. Ja. Das heißt, Duschen tendenziell draußen? Ja, auf jeden Fall. Also Außendusche ist bei uns Pflicht. Ich habe auch ein Duschzelt für hinten und dann kann man außen duschen. Ja, du hast mir erzählt, man kann das Duschzelt hier zum Beispiel in Verbindung mit der aufstehenden Klappe auch verwenden, was da ist. Ja. Das, je nach Wunsch kann ich das ausrüsten, ja.
So, jetzt sind ja viele Leute, kaufen sich das Fahrzeug im Alltag, sagen, ich will damit auch im Alltag fahren. Ist das ein Alltagsfahrzeug auf der Länge und der Breite? Definitiv. Also ich habe 5,70 Meter Länge mal 1,94 Meter Breite. Mit dem komme ich also relativ gut überall rein. Rangieren, rückwärts, überhaupt kein Thema. Rückfahrkamera ist auch vorhanden. Das macht schon Spaß und Sinn. Optimal. So ein cooles, die Schweizer haben mir erzählt, da sind die Parkplätze sogar 6 Meter lang. Ist das so beim Thema Verschiffen mit der Höhe? Das war mir gar nicht so bewusst. Das ist so. Ja. 2,55 Meter ist so die magische Grenze, sage ich mal. Also damit es nicht zu teuer wird, oder? Genau, 40 Fuß Container. Und da braucht man einen Container-Buddy, passen 2 Fahrzeuge rein, aber dann komme ich überall hin, weltweit. Das heißt, es wird wesentlich günstiger dann mit der Höhe, oder? Ja, also wie ein 20 Fuß Container bin ich dann bei 2,5, je nachdem, bis 2.000 Euro und habe das Fahrzeug am Ende der Welt. Sag mal, wenn ich jetzt campen gehe und will zum Beispiel nach Amerika fahren, jetzt ist ja hier eine Zulassung in Deutschland. Ja. Gilt das dann auch mit, ich sag mal, Zulassung und der Versicherung und allem drum und dran? Kann ich einfach nach Amerika fahren? Naja, also man sollte sich informieren. Wir haben auch einen Partner, Jan und Partner nennt sich die Firma. Und wenn man Auslandsreisen macht, einfach am besten informieren und dann dementsprechend agieren. Also genau, ganz wichtig, vorher absichern. Gilt auch die Krankenversicherung und das alles? Exakt. Also die Leute bereiten sich ja intensiv darauf vor, oder? Ja, immer. Und wir möchten es auch als Firma Buschcamper, möchten wir einfach so einen Club oder einen Reiseclub mit anbieten, wo eben diese Fragen geklärt werden. Ja. Das ist wichtig. Krass. Das Auto fällt unglaublich auf. Die Farben, die noch mehr auffallen, wären zum Beispiel orange. Was sind so typische Farben, die drauf sind? Beige, braun und grau. Also praktisch Naturfarben, die sich in die Natur anschmiegen. Oder ist das grau? Es klappt gut? Ja, ist das super eigentlich. Das Fahrzeug strahlt nicht aus 1000 Meter Entfernung? Nee, es geht, also deswegen auch eher neutral alles. Sobald ich einen gelben Schranksack hier drin habe oder einen roten, dann sehe ich das von 2 Kilometer Entfernung, wenn ich die Heckklappe aufmache. Das Grau schmiegt sich gut an. Wo ist die rote Lampe? der Akku. Also, okay, machen. Musik, ja. Okay, verstanden. Ja. So, komm, ich gehe mal raus. Dann zeige ich mal gerade den ganzen Raum hier drin, dass wir das mal sehen. Du verstaust mal gerade, machst das Dach mal runter. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist der Innenraum. Buschcamper heißt das Ganze. Und wir machen das Dach einfach mal runter. Exakt. Spannend. Ich guck mal, wenn ich in der Gegend bin, dann komme ich auf jeden Fall mal zu euch. Das wird lustig. Ja, glaube ich auch. Die Klappe ist schön. Das ist ja auch eine Frage, wenn du sowas designst, hier so eine Klappe mit allem drum und dran, die muss ja auf einen Millimeter passen. Gut, die hat jetzt eine Versteifung, die beiden Riegel, die drin sind. Genau. Und sie muss dicht sein, oder? Die ist auch dicht, so ist es. Er ist natürlich jetzt, wo er jetzt zu ist, muss man schon sagen, ist es ein ziemlicher Hingucker. Also er war natürlich auch offen, war er da, aber jetzt ist er komplett, oder? Jetzt ist er komplett, genau. Fahrbereit. Und dann kommen wir auch Thema Dachbegehbarkeit, ja. Ja. Das heißt, ich kann oben einfach aussteigen. Echt? Ja. Ich hoffe, das klappt. Ja. Wir filmen mit. So, das wird das Startfoto. So viel kann ich hier sagen. Das ist genau die richtige Richtung. Aber das Heck vorne, nee, die Front vorne ist schon ein richtiger Hingucker. Du hast noch viele Details verbaut. Osram ist vorne drin. Ein paar Sachen. Eine Seilwinde ist im Preis mit drin. Ja. Seilwinde mit drin. Ja. Wobei die meisten wirst du wahrscheinlich rausziehen müssen, ja. Das heißt, wenn du nett bist. Ja, genau. Weil der einfach, der kommt überall durch jedes Terrain. So, ich zeig mal gerade, ich filme mal gerade aufs Dach drauf. Da ist jetzt begehbare Solarplatten drauf. Ja, hinten sind die Platten drauf. Hier. Okay. Genau. Und die Dachluke. Die Dachluke. Hier vorne ist Stauraum. Eigentlich, es gibt wirklich Kundschaft, die wo auf ein zweites Ersatzrad Wert legen. Also die möchten unbedingt ein zweites Ersatzrad haben, zumindest einen Mantel, und den kann ich hier noch befestigen. Eigentlich ist der Bereich hier für eine Dachbox, der wandert ja nach unten. Ja. Das heißt, ich habe hier nochmal Platz zum Verstauen für etwaige Utensilien. Das ist übrigens die neue Stromeinspeisebuchse, die da ist, die Melibox, die ich jetzt schon ein paar Mal gefilmt habe. Die hat sogar eine Funktionslampe drin. Das Geniale ist, sie ist auch magnetisch gesichert. Das bedeutet, wenn du mal vergisst das Kabel oder irgendwie ein neues Kabel kriegt man, aber du reißt nicht das ganze Auto ab. Das ist eine Hammerdose. Das heißt, sie ist blau, je nach Zustand. Exakt. Je nach Zustand einfach. Hier unten ist das Kabel dafür, das Kabel einstecken. dafür. Funktioniert super. Zeig mal bitte, weil das ist so neu, die meisten kennen das noch gar nicht. Die Melfbox ist super. Die Melfbox. Ja. Ich sag mal Meli, Melfbox. So. Da ist sie drin. So. Und wenn du jetzt mal dagegen kommst, das ist wie beim iPhone. Ja, einfach das heißt, du ziehst einfach. Ja, ich ziehe entlang und dann stecke ich das. So, und wenn jetzt einer mal kommt, das heißt, du ziehst dran, die geht von selber raus.
Das ist der Vorteil. Ja. Weil es kann ja doch mal passieren, du hast dann doch die Checkliste vergessen. Und vor allem Stolpern. Das passiert beim Camper sowieso. Zeig mal bitte, wenn wir stolpern. Nee, nein, das ist normal nicht. Ja, aber... Das ist übel. Also die Leute fallen übers Kabel. Zeig mal bitte. Ja, okay, das war jetzt gerade nichts, ne? Also, zack. Da ist er draußen. So. Ja. Und das geht bei der normalen blauen nicht. Ja, Nee, es geht nicht, ganz normal. ja und sie ist auch viel hübscher. Ich finde es auch gut. Und vor allem, du siehst halt wirklich, ob geladen wird. Das ist halt wichtig. So, ich habe eine Frage. Was ist das hier, das Rote, was hier drunter ist? Eine Abschleppöse. Das ist die Abschleppöse. Ja, Ich hab schon links und vermutet. rechts eben. Falls du mal wirklich dich festfährst, kannst du da massiv dran ziehen. So, und den Motor würde ich gerne mal sehen. Ja, gerne. Schon dabei sind. Das ist der neue 2.8er. Nee, 2,4er. Das ist der 2.4er. Es gibt demnächst 2.8er noch. Habe ich auf Lager. Also Kommt. je nachdem, was man möchte. Schaltgetriebe 2,4er oder Automatik 2,8er. Schon. Ja, was ist dein Tipp? Automatikschalter, was würdest du nehmen? Je nach Fahrweise. Wenn ich jetzt 10 Jahre lang Automatik fahre, würde ich keinen Schalter mehr fahren. Das heißt, du weißt, wie du fährst, oder? Ja, genau. Und vor allem Automatik stirbt halt nicht ab. Am Berg, wenn du bist, Automatik läuft weiter. Vier Zylinder? Ja, 4-Zylinder, hat 150 PS. Und das da, was ist das da? Das ist ein Kompressor. Das heißt ein Druckluft, also das ist ein Speicher, das ist ein Kompressor. Wenn ich meine Reifen ablasse, den Reifendruck, Ah, okay. Das um die Auflagefläche zu Aufzublasen. erhöhen, genau, eben fürs Offroad-Fahren, dann kann ich den hier wieder aufblasen. Wo ist da der Anschluss? Ist das so eine Schnellkupplung? Oder wie Ja, läuft das? genau, so wie man es kennt. Hier, das ist handelsüblich und dann hole ich hier meine Komponenten raus. Die sind an der Seite. Das heißt, Druckablassen auf 1 Bar. Genau. Zeig mal bitte. Einmal kurz. Hier einmal. Ja, ich habe jetzt gar keinen Schlauch dabei, glaube ich. Ja, ist nicht schlimm. Wir können ja. Aber trotzdem, das funktioniert. Ich stecke das hier rein. Das ist geil. Kompressor, den brauche ich unbedingt. Muss mir einbauen, Ja, so. Und dann kann ich hier drauf drücken und dann kommt eben die Luft raus. wenn er voll ist. Ja, muss einschalten. Das geht über Zündung und Strom. Dass Okay. halt einfach der Kompressor die Batterie nicht leer zieht. Und das ist jetzt auch keiner, der mir sofort die Batterie leer zieht, wie diese kleinen, die es so gibt bei den Reifenreparaturkits? deshalb auch Profi. deshalb auch nur auf Zündstrom. Das geht nur, wenn das Fahrzeug Läuft. sozusagen. Okay, verstehe. Dass der Ladebooster ein bisschen nachhilft. Ja, also ich bin vollkommen begeistert. Am coolsten finde ich das Horn, das ist das Serie. Nein, nicht Serie. Das Ruckluft-Horn geht halt, weil du hier den Ja, andere Kompressor hast. Genau, richtig. Andere Länder, andere Sitten und da muss man einfach jemanden hören, wenn er kommt. Das ist so. Das heißt, die kannst du dann wunschweise zuschalten. Exakt, habe ich einen Schalter und dann kann ich von Originalhube auf Horn umschalten. Laut? Richtig laut. Mach mal an. Nee. Das ist der Campingplatz, steht Ja, dann. nee, das geht wirklich nicht. Geht auf die Trommel. Also ich habe auch schon überlegt, das muss in der Werkstatt stillstehen. Also das darf nie benutzt werden. Zeig mal hier, was ist das hier? Außenraum? Ja, hier habe ich noch einen Arbeitsscheinwerfer. Arbeitsscheinwerfer. Das heißt, du kannst Zusatzscheinwerfer. Zusatzscheinwerfer, den du aber benutzen kannst in Ländern, wo das dann kein Thema ist. Oder darfst du in Bei uns- Deutschland auch? Ja, natürlich. Es geht einfach nur um die Mücken. Wenn ich tagsüber fahre, brauche ich das nicht vollstrahlen lassen von irgendwelchen Insekten, sondern wenn ich es brauche, mache ich es auf. Geht auf zusätzlich, ganz normal, ist auch erlaubt. Zusatzscheinwerfer, das kann ich auch gerne mal mit Tagfahrlicht integriert. Das So, brauche Frage- ich nur in Ländern, wenn ich wirklich gesteinigt werde. Hast du Ja. jetzt irgendwas hier verändert an der Stoßstange? Oder? Nee, das ist sonst Serie ARB, also von der Firma Taubenreuter und funktioniert tadellos, wahrscheinlich leicht. in Verbindung mit der Seilwinde. Mit der Seilwinde, richtig, ja. Dass auch der Winkel, der Böschungswinkel passt. Viele sagen, warum macht man den Böschungswinkel größer hier? Warum mache ich den größer? Einfach, um hinten keine Probleme zu bekommen. Hier, wenn ich, sagen wir mal, 40 Grad Böschungswinkel habe oder 45 Grad, dann stoße ich quasi erst vorne an, bevor ich hinten anstoße. Das ist original nicht der Fall. Wenn ich original bin, habe ich ungefähr 50 Grad. Das heißt, ich kann ein Hindernis überfahren, aber mit dem Heck kriege ich Schwierigkeiten. Cool. Ja. So, du hast eine Funkantenne, hast du schon montiert, weil meistens Ja. wird ja da in den anderen Ländern noch ein bisschen gefunkt. Hier ist Exakt. offen. Und die Ausstattung, ich glaube hier mit Leder. Ist der Sitz original oder habt ihr da was geändert? das ist ein Stillmann Offroad-Sitz. Ja, einfach nur ergonomischer. Das Ganze macht Sinn auf langen Reisen. Wenn man jeden Tag 4-5 Stunden fährt, ist das zwanghaft nötig. So, und der ist dabei im Preis. Ja. Okay, das ist wichtig. Wenn du Klar. mal kurz mal Ja, einsteigst. ja. Hier einmal Klapper, einmal Lordosen, Lendenwirbel und hier auch. Das heißt, ich kann die Höhe verstellen und eben die Tiefe und dann noch die Sitzneigung hier. So, wir wollen mal einsteigen, immer starten.
denn er ist leise wie ein PKW, also gar nicht so Offroad-mäßig. Und das ist die Besonderheit, du kannst lange fahren, du hast eine Klimaanlage drin, eine Klimaautomatik. Ja. Auch so leise. Hört man fast nicht hier. Krass, und wir stehen jetzt draußen schon. Das Drehmoment ist gut, was denkst du? Ja, super. Also der hat 500 Newtonmeter Drehmoment mit Leistungssteigerung, 400 Original, was auch ausreichen würde. So, ich komme auf deine Seite, warte, auf die andere. So, Tagfahrlicht, LED. Gut, beim Tagfahrlicht ist es nicht so wild. Natürlich das Cockpit, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt hier in Afrika oder so. Ja, So. aber es funktioniert. Das Ein zeigt CB-Funkgerät hast du drin. Ja. Ich glaube, das wird in vielen Ländern noch benutzt, oder? sich. Ja. Ja, macht auch Sinn. So, wenn du per Funkverkehr von einem Fahrzeug zum anderen oder sowas machst. Man kann ja Kurzstreckenfunk machen, aber das ist immer da. Das da vorne sind die Sperren, oder wie wird das? Exakt. Also ich habe hier einmal H4. Das heißt, einmal auf die Kupplung treten, dann kann ich bis 70 km/h kann ich den Allrad zuschalten. Und dann habe ich eben noch die Untersetzung hier. Okay, eine Geländeuntersetzung, Ja. also hochgradig geländegängig. Und die Hinterachssperre. Und weißt du was? Die Klimaanlage geht. Ja, funktioniert. So, ist die Sperre, sie ist jetzt drin? Ja, Moment. Kann sein, ein bisschen rangieren muss ich. Das Okay. Differential muss ich ausgleichen und dann rutscht das Ganze rein. Verstanden. So, hier vorne hast du eine Rückfahrkamera. Zeig mal. Ja, So, das Navi muss das einmal Ganze geht booten. auch einmal auf Zündung und einmal auf Dauerstrom. Es ist so heiß, wenn du Ja, ist den Motor wirklich heiß, ausmachst, ja. dann läuft einem Unfassbar, ja. wirklich. Die Heckklappe muss natürlich zugemacht werden. Ne? Ja. Machst du mal die Heckklappe zu? So, das heißt, ich kann sie entweder einschalten als Dauerkamera, geht auch? genau, Also packe ich als Rückspiegel, wenn ich so will. Kamera hinten. So, man kann sogar die Kamera ersetzen, nicht ihr Urteilsvermögen. Das hat man die Möglichkeit nach unten zu versetzen. Du weißt Ja, das? genau, richtig. Ja, ich habe das nämlich einmal gemacht, das hat mich total genervt. Ich glaube, wenn man einmal drauf drückt, Jetzt dann- ja, habe ich die funktioniert auch gut. Also das ist wirklich Ende der Kabine. okay, klasse. Das Ja. heißt, du guckst dann genau rein. So, und die hat man auch die Möglichkeit, die dauerhaft stehen zu lassen. Ja, jetzt in dem Moment, ich starte das Fahrzeug und dann geht die als Rückspiegel immer mit an. Oh, lass das Fahrzeug an. Die Klima ist so angenehm, ja. Das ist gut. Ist natürlich die meisten Länder, wo ich hinfahre, da habe ich CarPlay mit drin. Das kommt nicht ab Werk, oder? Das Radio? Nein. Habt ihr das- nachgerüstet? Ja, exakt. Auch die Ausgangsleistung. Also wenn man auf guten Sound steht, dann muss man Alpine zwanghaft mit einbauen. Oh, die Lautsprecher sind ja auch wichtig. Die habe ich eingebaut, genau. Wir haben auch alles gedämmt. Das Fahrzeug ist im Grundkonzept überarbeitet. So, wir, komm. wir haben das gedämmt, wir haben es gewachst. Wir haben. Mach mal zu. Ja. Mal gespannt. So, machen wir Motor aus. Wie cool. Ja, Dein Handy geht funktioniert auch. Ja. freisprechen. Oh, das ist sogar wichtig. Das ist mein Geschäftspartner hier auf der Allradmesse. So, du hast einen Schweizer Geschäftspartner, Genau, richtig? das Der ja, kommt. richtig. Und der ruft auch gerade an. Komm, den holen wir mal kurz mit rein. Hallo? Hi. Hallo. So, wir sind Ja, gerade noch am Drehen. Du bist mitten im Video gerade drin. Das heißt, die Autos gibt es demnächst auch in der Schweiz, oder? Ja, natürlich gibt es die Autos demnächst auch in der Schweiz. Also eigentlich ab sofort. Ab sofort in der Schweiz. Ist das jetzt ein Problem mit der Ja. Zulassung in der Schweiz? Oder geht das? Nein, wir haben die Zulassung alles vorbereitet für das nächste Fahrzeug und das läuft. Und das Sehr läuft. gut. Ja. Okay, sehr cool. Gutachten sind alles vorbereitet. Also wir sind fast durch mit dem Dreh. Ich denke, er kommt so in 10 bis 15 Minuten ist er bei dir, okay? Alles klar. Alles klar. Bis dann. Ciao. Mach's gut, Kevin. Ciao. So, jetzt muss ich noch Also- dran denken, dass ich seine Rufnummer am besten Ja, das Sonst stimmt. ruft ihn wieder an. Das ist auch kein Thema. Das ist eine So. Geschäftsrufnummer. So, komm schnell raus. Das Lenkrad ist höhenverstellbar? Ja, auf jeden Fall. Alle Richtungen. Also das ist alles komfortabel. Wie beim neuen Fahrzeug. Also Multifunktionslenkrad mit drin. Wir reden hier über ein aktuelles. Exakt. Auch es gibt ihn als Notbremsassistent, es gibt ihn als adaptiven Geschwindigkeitsregler. Das ist eben Hilux. Und der Sitze? fährt sich traumhaft. Und Sitze 4 Stück hast du? Auch Für den Alltagsbetrieb? von Single, Extra, also Notsitze bis über Double Cab, 4 Sitze, alles verfügbar. Sag mal, Zulassung LKW, würde das gehen, wenn jemand das haben möchte? Ja. Geht. Ja. Wohnmobil oder LKW möglich. Okay, komm raus. Ist es heiß genug? Dass wir das Ganze mal durchlüften. Buschcamper heißt das Ganze.
Ihr habt eine tolle Webseite, das hast du mir schon erzählt. Die 4x4 Weltreisefahrzeuge www.buschcamper.com. Und wir drehen heute auf der Abenteuer Allrad 2022. Wenn man das Fahrzeug haben möchte, du sagst zwischen 12 und 14 Monate Lieferzeit ungefähr? Ja, exakt. Momentan sind wir bei 14 Monaten. Sowas. Ich komme vielleicht mal demnächst mal zu euch. Das heißt, ihr habt auch Werkzeugbearbeitungsmaschinen ohne Ende. Was kann ich alles sehen? Wir haben eine Schwenkbiegemaschine, wir haben eine Tafelschere, wir haben Schweißgeräte, wir haben eigentlich alles. Okay, neuwertig, alles up to date. Ja. Sehr schön. Und hier oben finde ich, ein gutes Polster liegt eng an. Da kann ich es klappern, weil ich nämlich eben dachte, okay, was ist mit der Auflage oben? Das ist kein Problem. Die Begehbarkeit. Vorne einfach. Okay. Ja. Und da hat mir hier eben die Kopffreiheit gegeben. So, dein Vor- und Zunahme, du bist da? Julian Mandel. Ich bin Julian der Mandel, du bist der Geschäftsführer und der Konstrukteur von den Fahrzeugen. So. Da ist die Kollegin, die haben wir gerade Ja, auch. man kann auch noch unten schlafen, haben wir gar nicht gesagt, aber Sag vorhin mal, nur wie denn? erwähnt. Ja, das heißt, ich kann eben den Tisch nehme ich hier raus. Relativ einfach. Wir setzen hier unten rein, nehme ein Brett von oben mit Polster. Das andere Polster habe ich hier zusätzlich. So, es ist versteckt, das sieht man gar nicht, weil ich habe unheimlich viel Stauraum hier vorne drin. Das unterschätzt man, ja, das Ganze hier. Und das lege ich hier mit rein. Zack. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, unten zu schlafen. So, jetzt Vollwertigen Schlafplatz. Vollwertigen Schlafplatz. Das heißt, du könntest aber auch auf der Seite einfach so schlafen. Ja, Auf einem natürlich. Schlafsack. Ja. Das geht auch. Geht. Cool. Ja, ohne Probleme. Ja, ich hätte überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel kurz mal halte und brauche oben das Bett nicht zurückzubauen, mache überhaupt nicht auf oben. Geht. Geht ohne Probleme. Ja, voll Schön. isolierte Kabine im Endeffekt. So, komm mal mit. Ja. Also, wenn ihr das Ganze haben möchtet, wendet euch vertrauensvoll an den Julian. Und die Lieferzeit, was denkst du? Ganz 14 realistisch, Monate sind wir 14 dran. Monate Ja. hast du. Wenn man das Fahrzeug jetzt bestellt, was ist da zu bezahlen? Wie läuft das Ganze in der Abwicklung? Also normalerweise machen wir eine Anbezahlung von 1/3 der Kaufsumme, 1/3. Dann bei Anfang von der Bauphase, das heißt, man kann gern kommen, kann sich das Fahrzeug anschauen, also sein eigenes Fahrzeug, man kann die Papiere auch mitnehmen, falls Unsicherheit eben herrscht. Und dann gibt es bei Bauphase gibt's den 2/3 und bei Fertigstellung eben dann den letzten Teil. Oder Vorfertigstellung. Okay, Vorbeikommen, anschauen und das. überweisen. Ihr Ja. seid jetzt wo ganz genau? In welchem Ort? In Wiesentheit, das ist zwischen Würzburg und Nürnberg, So. an der A3. Buschcamper.de, Florian. Erstes Video heute? Ja, In der Form? Ja, in der Form ja. In der Form, ja. Du warst echt aufgeregt, muss ich dazu sagen. Aber Ja, es ist ein das- wichtiger Termin, glaube ich, für dich heute So ist gewesen. es, ja. Es war irgendwie fertig und ich bin extra hergekommen, Abenteuer Allrad, großer Drehtag heute. Aber es ist so cool geworden, wenn man alles zumacht und du siehst das Ganze bei dem Licht. Wir haben extra abgewartet bis heute Abend, dass es ein bisschen dunkler ist, die Lichtstimmung einfach ganz anders ist. Wir haben heute übrigens den 19. Juni, ist einer der lichtreichsten Tage überhaupt und auch einer der heißesten. So ist es. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Buschcamper, bis zum nächsten Mal. Tschüss.